So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es endlich weiter am M2. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Motorbrücke jetzt schon mal montiert. Ich habe hier noch keine große Spannung drauf, das heißt, das hier ist noch relativ lose. Ich habe das jetzt, wie gesagt, mit einer Gewindestange gelöst, weil eben diese Haken zu kurz waren, die ich hatte. Das ist jetzt eine M14er Gewindestange. Die habe ich jetzt, soweit es mir möglich war, in dieses Gewinde eingedreht. Das war auch gar nicht so leicht, denn diese Gewindestange, anders als bei dem Haken, ich schaue mal, ob ich den hier noch irgendwo zur Hand habe. Das hier war ja der Haken und wie ihr sehen könnt, wie gesagt, der ist zu kurz. Aber der Haken hat hier oben eben diese Öse und dadurch kann man wunderbar Kraft aufwenden, um das ins Gewinde zu drehen. Denn ein bisschen Kraft braucht man, obwohl ich das Gewinde gereinigt habe, ist es einfach nicht komplett widerstandslos. Und dadurch, dass da ein leichter Widerstand ist und man an dieser Gewindestange, weil das ja rund ist, immer abrutscht und nicht richtig greifen kann, habe ich mir hier oben am oberen Teil das rechts und links ein bisschen blank gefeilt, sodass ich mit einem, Moment, hier ist er, sodass ich mit einem 11er Schlüssel hier oben rangehen kann, um das einzudrehen. Das heißt, über den Schlüssel habe ich das jetzt hier maximal eingedreht. Das ist auch wichtig, denn ich denke, wenn ich das jetzt hier anziehe und dadurch der Motor nach oben kommt und ich das wieder löse, könnte es ja passieren, dass, wenn ich das sozusagen hier zurückdrehe, dass dann auf einmal sich die Gewindestange dreht. Also die Gefahr besteht. Und damit ich für den Fall eben die Möglichkeit habe, gegenzuhalten, habe ich hier oben, also zum einen als Eindrehhilfe und zum anderen zum Gegenhalten, wenn ich später wieder löse. Weil sonst wäre es ja fatal, wenn der Motor, auch wenn es nur 2,5 cm sind, wenn der in der Luft ist und ich beim Rausdrehen sozusagen die Gewindestange drehe, dann rumst der mir ja nach unten. Und um das zu verhindern, habe ich mir, wie gesagt, das hier oben flach gefeilt. Da kann ich trotzdem mit der Langmutter drüber, das geht wunderbar, seht ihr ja. Aber ich kann eben, wie gesagt, zum einen das Ganze reindrehen und eben auch das nutzen, um es wieder rauszudrehen. Jetzt werde ich unten am Motorblock links und rechts die Schrauben von dem Motorlager lösen. Da hat es 3 Schrauben unten jeweils am Motorlager. Die werde ich lösen und dann probiere ich mal, ob ich den Motor hierüber angehoben bekomme. Wie gesagt, das ist jetzt das, was ich versuche. So, ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen vom Bild und vom Ton. Ich bin jetzt hier auf der Beifahrerseite und wir sehen jetzt hier diese 3 Schrauben. Die gibt es links und rechts an jedem Motorlager. Die habe ich jetzt bereits angelöst. Die nehme ich jetzt raus. Das habe ich auf der anderen Seite schon gemacht. Ja, so diese langen Schrauben hier. Jetzt sehe ich wieder nichts wegen der Kamera. Oh, ich liebe es. So. Zweite. Und die letzte. Perfekt. Das habe ich, wie gesagt, auf der anderen Seite schon gemacht. Ich stelle jetzt hier noch meine, ich habe ja dieses kleine, ist eigentlich für ein Motorrad gedacht, diese Motorradhebebühne. Die stelle ich mir jetzt noch unter die Ölwanne, nur für den Fall, dass mir das absacken sollte. Vielleicht nehme ich auch einen Wagenheber, muss ich jetzt mal schauen, weil ich sehe gerade, hier sind ja auch diese Tragarme. Je nachdem, ob ich die Hebebühne da gut positioniert bekomme. Einfach nur für den Fall, dass oben was schief geht, dass mir der Motor nicht komplett runterrumst. Dann versuche ich jetzt oben das Ganze mal anzuheben. Das werdet ihr dann jetzt gleich sehen. Und wenn das mit dem Anheben geklappt hat, dann werde ich hier unten das Motorlager von der Beifahrerseite abbauen. Denn ich muss ja an diese Ölleitung da ran und die Schraube ist verdeckt. Und das geht eben nur, wenn man hier dieses Motorlager ausbaut. So, ich habe ihn jetzt schon ein bisschen hochgezogen. Allerdings bin ich mir gerade nicht sicher, wie viel ich ihn schon hochgezogen habe. Ich habe mir jetzt hier so einen Punkt gesucht, hier vorne an der Verstellung vom Turbolader. Aber zudem muss ich da hinten, an dem anderen Turbolader, muss ich ja an diese Schraube rankommen, an diese Torx-Schraube. Das ist so eine 30er Torx von der, ich weiß nicht, ob es die Kühlleitung ist oder die Ölleitung. Ich glaube, es ist die Kühlleitung. Und die ist immer noch verdeckt. Das ist halt echt schwierig, weil ich jetzt nicht weiß, habe ich schon 2,5 cm, muss ich noch, ein bisschen werde ich mal noch, also noch geht es auch sehr leicht. Ja, mein Referenzpunkt ist eben da hinten diese Schraube, dass ich da irgendwie rankomme. Das ist halt noch nicht wirklich gegeben.
Unten das Motorlager, das scheint jetzt schon draußen zu sein. Fast zumindest. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Ich versuche das mit der anderen Kamera gleich nochmal einzufangen. Also noch ein Stückchen und dann müsste ich das Motorlager eigentlich lösen können. Wirklich unangenehmes Gefühl. Ich mache jetzt mal noch ein bisschen weiter, bis da das Motorlager über diesen Verankerungspunkt ist und dann zeige ich euch das mit der anderen Kamera. So, also zum einen haben wir da hinten noch eine Schraube. Ich versuche das mal einzufangen. Ja, dort sitzt noch eine Schraube, die ich rauskriegen muss. Und dann da unten, wenn wir uns das Motorlager anschauen, jetzt fängt die Kamera nur ganz schwer ein. Aber wie ihr sehen könnt, das ist jetzt schon entsprechend, ich hätte gesagt, weit genug angehoben, um das da rauszubekommen. Ich probiere es jetzt einfach mal, ob ich das gelöst bekomme. Aber wo ich noch ein bisschen Sorge habe, ist eben diese kleine Schraube dort, diese Torx-Schraube. Die muss ich eigentlich zuerst lösen. Ich fummel mal noch ein bisschen und dann gibt es ein Update. So, stört euch nicht an meiner eigenwilligen Konstruktion. Das ist so ein bisschen für den Fall, dass irgendwas katastrophal schief geht. Ob das nachher wirklich hilft, weiß ich nicht. Aber ich fühle mich besser, wenn ich da eben ein bisschen was stehen habe. Das Motorlager ist raus. Endlich wieder Fortschritt. Also es hat wunderbar funktioniert mit der Motorbrücke. Der Motor ist immer noch angehoben. Es macht erstmal einen stabilen Eindruck. Ich habe mich aber nicht getraut, ganz drunter zu liegen. Ich bin hier immer nur seitlich drunter gelegen. Ich muss mir mal für die Zukunft noch was überlegen, dass ich vielleicht anstelle der Hebebühne, weil die halt, ja, wie gesagt, nicht über die gesamte Fahrzeugbreite geht und ich so ein bisschen Sorge habe, wenn ich da, wie gesagt, irgendwo vorne oder hinten arbeite, dass mir das Fahrzeug vielleicht kippt, dass ich mir irgendwie so aus Stahl solche Böcke machen lasse, die ich drunter stellen kann und dann steht das Fahrzeug auf den Reifen. Das wäre, denke ich, eine sichere Alternative. Oder halt, wie gesagt, irgendwann die große Hebebühne, die ich dachte eigentlich, ich kriege eine, das hat dann aber nicht geklappt. Jetzt muss ich mich halt wieder auf die Suche machen. Aber darum geht es gar nicht. Wie gesagt, Motorlager ist das Thema, das ist jetzt raus. Hier ist der Brocken, der ist dann insgesamt mit, ich glaube, 7 Schrauben ist der, glaube ich, gesichert. Dann zählen wir noch einmal durch. Also wir haben hier unten die 3 Schrauben, die ich zuerst gelöst habe. Die habe ich bei beiden Motorlagern gelöst, damit ich den Motorblock anheben kann. Nachdem ich den Motorblock angehoben habe, gibt es hier nochmal 4 Schrauben, die das Motorlager am Block verankern. Und zwar haben wir die hier innen drin, da kommt man sehr ungünstig ran. Dann haben wir hier eine, hier und dort hinten. Die sehen Gott sei Dank alle gleich aus. Das sind diese hier. Die gehen in den Motorblock. Und dann gibt es, wie gesagt, noch diejenigen, die hier unten das Motorlager im Rahmen sichern. Das packe ich jetzt erstmal zur Seite, denn das haben wir ja ausgebaut. Und somit, nachdem das weg war, kam ich jetzt unten auch an die restlichen Schrauben für die Ölleitung ran. Wir sehen, da liegt auch schon ein Teil der Ölleitung, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Jetzt gucken wir aber einmal gemeinsam unters Auto, wie es dort jetzt aussieht. An der Stelle saß vorher das Motorlager, das habe ich jetzt ausgebaut. War dann hier, wie gesagt, im Block verankert an diesen 4 Stellen. Dann war hier so eine kleine Ölleitung. Das ist sozusagen der Rücklauf, der geht von da unten vom Turbolader. Von der Stelle geht das dann hier hin. Ihr seht, da tropft jetzt auch ein bisschen was raus, deswegen habe ich hier eine Wanne drunter gestellt. Da werde ich gleich ein bisschen ein Tuch hinmachen, damit das mir nicht den Hallenboden voll sifft. Wie gesagt, nachdem das Motorlager weg war, kam ich jetzt hier an diese Schrauben ran. Dann hat es hier hinter der Leitung, hier ist so eine Doppelleitung, da sitzt auch nochmal eine Schraube, die war auch wieder besonders eklig. An die Schraube da oben bin ich dann rangekommen, wo ich ja vorher nicht rankam. Jetzt muss ich, wie gesagt, hier diese Schraube, das ist echt schwierig zu filmen, hier ist so wenig Platz. Hier diese Schraube, die muss ich jetzt noch lösen, die sitzt auch am Turbolader. Und dann die Rücklaufleitung da auf der anderen Seite, das ist hier, die muss ich auch lösen. Ja, also ihr seht schon, da ist noch ein bisschen was zu tun. Ich fummel jetzt mal die ganzen Leitungen ab. Und wenn ich die Leitungen abgefummelt habe, dann werde ich das Motorlager erstmal wieder befestigen und den Motor wieder ablassen, damit ich oben weitermachen kann. Aber wie gesagt, ich hole jetzt erstmal die ganzen Leitungen hier raus. Noch eine kleine Zusatzinfo. Also die Schrauben des Motorlagers am Block sind hier ein entsprechender, na, komm, stell scharf. So.
Die Schrauben am Motorlager, wie gesagt, sind ein E14 und die Schrauben unten, also die sozusagen das Motorlager mit dem Rahmen verankern, sind E10. Das sind hier diese Sternschrauben, würde ich jetzt mal sagen. Das nur so als Information für euch. So, wie ihr sehen könnt, die Kühlleitungen sind weg. Die Ölleitung ist jetzt hier noch eine dran am Turbolader. Da, ich weiß nicht, sieht man das? Es ist so furchtbar zu filmen, weil hier alles so eng ist. Also da ist noch eine Ölleitung ist noch dran. Die anderen Ölleitungen, die Ablassleitungen, habe ich unten gelöst. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da an die Schraube rankomme. Das muss ich dann morgen gucken. Heute ist Samstag. Ich habe jetzt noch dieses Wochenende, also ja, für heute bin ich jetzt erstmal durch. Morgen mache ich noch weiter, also den Sonntag und dann nächstes Wochenende. Und dann nach nächsten Wochenende, also am Montag, habe ich gleich den TÜV-Termin. Es sieht irgendwie noch nicht so aus, als ob ich das schaffen würde. Ich probiere es natürlich trotzdem. Mit etwas Glück kann ich zumindest morgen schon mal die Turbolader wieder raus und wieder reinbauen. Dann diese Leitung vielleicht noch im Idealfall ranfummeln. Wenn ich das morgen schaffen würde, also sprich die Turbolader raus und die neuen Turbolader rein, plus die Leitungen verschrauben, dann habe ich eine ganz gute Chance, den Rest nächstes Wochenende auch noch fertig zu bekommen. Jetzt muss ich allerdings noch Kühlmittel besorgen, denn ich habe ja schon mal so ein Video gehabt, wo ich mich so ein bisschen über Ingenieure geärgert habe, aber das ist wirklich hier, das übertrifft einfach alles. Also das ist so verbastelt und jede Leitung ist miteinander verwoben. Ich musste jetzt auch die Kühlmittelleitung unten lösen, dadurch ist das ganze Kühlmittel rausgelaufen. Seht ihr jetzt hier, ne? Das ganze Kühlmittel ist hier drin. Das will ich jetzt natürlich nicht wiederverwenden, das heißt, da besorge ich mir neues Kühlmittel. Aber man kommt da so schlecht an die Sachen ran. Also selbst als dann die Kühlleitungen weg waren, könnt ihr euch erinnern, war hier noch so ein Hitzeschutzblech. Und laut Anleitung kann man es, wenn die Kühlleitung weg ist, dann ganz einfach rausnehmen. Ja, also ganz einfach, also ihr wisst schon. Das ist, auch da muss man dann puzzeln in alle Richtungen. Ich bin von oben bis unten mit Kühlmittel eingesaut. Also schön ist definitiv anders. Wenn das irgendeiner von euch machen will, dann macht das nicht auf so einer kleinen Bühne, wie ich das habe. Das kann ich nicht empfehlen. Das geht zwar irgendwie auch, aber ist halt echt ein furchtbarer Krampf. Das macht keinen Spaß. Wie gesagt, ich mache jetzt noch das Motorlager wieder ran, damit ich die Motorbrücke wieder ablassen kann. Ich möchte den jetzt über Nacht nicht an der Motorbrücke hängen lassen. Das ist mir einfach ein bisschen zu unsicher. Ich habe da noch nicht so viel Vertrauen gefasst. Deswegen mache ich jetzt das Motorlager wieder ran und werde ihn dann über Nacht sozusagen auf dem Motorlager setzen. Wie gesagt, da muss ich mir noch überlegen, wie ich diese Schraube da hinten, ich versuche es mal im Videoschnitt hervorzuheben. Die sitzt genau hinter der Leitung. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Da muss ich mal gucken. Dann wären aber alle Leitungen los und dann kann ich die Turbolader rausnehmen. Ich denke, ich werde mit dem hinteren Turbolader dann anfangen, dann den hier vorne und dann der ganze Käse wieder rein. Jetzt schauen wir einmal, was ich rausgebaut habe. Also wir haben ja hier die ganzen Hitzeschutzbleche, ne? Die kleinen, an die ist man gut rangekommen, auch mit den Ölleitungen verbaut. Dann die Motorlagerschrauben habe ich mir notiert, wo was hingehört. Dann Ölschrauben, da gibt es welche, also Öl- und Kühlmittel, da gibt es welche ohne Unterlegscheiben und dann gibt es welche mit Unterlegscheiben. Die mit Unterlegscheiben sind die Richtung Motorblock gehen. Warum man das unterschiedlich macht, weiß ich nicht. Weiß nur der fantastische BMW-Ingenieur. Das ist der Kühlmittelleitungsschlauch. Ich denke, den werde ich auch neu bestellen. Ich hoffe, der kommt rechtzeitig. Man soll eigentlich nur die O-Ringe wechseln, aber das ist schon hier ein bisschen ankorrodiert, deswegen werde ich den einfach neu bestellen. Wie gesagt, wenn man das hier löst, unten an dieser Förderpumpe, dann kommt da das ganze Kühlmittel raus. Am besten macht ihr oben dann den Deckel vom Kühlmittelbehälter auf, damit das schön abfließen kann. Wie gesagt, ihr werdet dann ein wenig in Kühlmittel baden. Das ist ein Hitzeschutzblech, das sitzt sozusagen zwischen Turbolader Bank 1 und Bank 2 unten. Das kann man rausnehmen, wenn man das Motorlager abgebaut hat. Das ist das Hitzeschutzblech, was an Bank 1 Turbolader sitzt. Das geht nur raus mit viel Puzzeln, hier links, rechts, oben, unten, ein bisschen kräftiger ziehen, wenn die Kühlmittelleitungen weg sind. Und dann haben wir hier noch eine weitere Leitung. Das hier war, glaube ich, auch Kühlmittel. Und zwar, was ist das für ein oben? Genau, das hier war die obere Kühlmittelleitung. Deswegen hat die auch keinen Anschluss, wie gesagt, direkt zur Pumpe. Und die untere Kühlmittelleitung, die unten verlaufen ist, die hat dann den Anschluss. Das heißt, die fördert das Kühlmittel Richtung Turbolader.
Und wie gesagt, das ist dann so ein in Reihe geschaltetes System. Und das drückt es eben durch beide Turbolader durch, das Kühlmittel. Ja, also wenn man hier irgendwo zum Beispiel eine Möglichkeit geschaffen hätte, einen zusätzlichen Verbinder, dann wäre das alles nicht so ein mega Stress gewesen. Ich meine, ich kann die Grundidee verstehen. Ne? Man will natürlich so wenig wie möglich von diesen Verschraub- oder Verbindungspunkten, weil das ja immer ein potenzielles Risiko ist, dass was undicht wird. Aber wie gesagt, für die Wartung oder zum Demontieren ist es halt echt der Horror. Ja, soweit jetzt. Und wie gesagt, für euch geht es gleich weiter. Ich mache dann morgen weiter. Wie ihr sehen könnt, hier liegen jetzt schon die Turbolader. Ich zeige euch auch gleich, wie das jetzt am Auto aussieht. Ich habe die neuen Turbolader noch nicht verbaut. Ich habe lediglich die alten Turbolader ausgebaut. Stehen geblieben waren wir ja bei den Kühlleitungen. Und der nächste Schritt nach den Kühlleitungen war eben die Demontage der Turbolader. Dazu möchte ich jetzt ein paar Sachen sagen. Also zum einen ist hier diese Dichtung zu sehen. Die sitzt sozusagen zwischen Zylinderkopf und Turbolader. Da gibt es jeweils eine Dichtung oder ein Dichtungspaket. Das ist hier so eine Doppeldichtung. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wie gesagt, ein Dichtungspaket pro Lader. Das ist jetzt der Lader Bank 2. Bedeutet, das ist auch der Lader, der den Defekt hat. Hier sehen wir, hier ist die Ölleitung noch dran. Da muss ich sagen, also der Ausbau ist wirklich super schwierig. Also wenn man lediglich den Motor anhebt, das ist alles so unfassbar eng. Das, also wirklich ein Drama, sage ich aber gleich am Motorraum auch noch mal mehr dazu. Wie gesagt, Laderbank 2 sieht hier erstmal unspektakulär aus. Wie gesagt, die Ölleitung muss ich gleich noch abschrauben und sauber machen. Hier haben wir, wie gesagt, die Wastegate-Verstellung, die elektronische. Hier haben wir sozusagen die Frischluftansaugung. Und hier unten, da ist dann... Das kann man natürlich nur schwer sehen, weil es hier dunkel ist. Moment, ich möchte mir die Ölleitung nicht kaputt drücken. Ich hole mal schnell eine Taschenlampe. So, jetzt mit der Taschenlampe müsstet ihr dann da auch was sehen können. Da läuft jetzt noch ein bisschen Öl raus. Ich versuche da jetzt mal reinzuleuchten. Wie mache ich das am ungeschicktesten? So, jetzt kann man das, denke ich, ganz gut erkennen, dass dort drin eben, wie gesagt, die Abgasturbine abgerissen ist. Die Abgasturbine selber habt ihr ja schon gesehen, die habe ich euch schon gezeigt. Das ist jetzt einfach das Gegenstück dazu, Laderbank 2. Ich packe das hier mal wieder zusammen, dass ich da nicht durcheinander komme. Das ölt jetzt alles. Irgendwo hatte ich auch noch ein Tuch. Bei dem Laderbank 1 habe ich die Ölleitung schon abgenommen. Ich habe auch hier schon die Dichtringe ersetzt. Das muss ich bei der Leitung von der Bank 2 noch machen. Bank 1 sind die Dichtringe schon ersetzt. Was ich auch noch machen muss, ist die Leitung spülen. Zeige ich euch nachher auch im Zeitraffer. Da schieße ich einfach ein bisschen Bremsenreiniger rein und puste das mit Luft aus. Das war's. Bevor ich es einbaue, mache ich hier ein bisschen frisches Motoröl ran an die Dichtringe und dann ist alles gut. Die kann man direkt bei BMW bestellen, die Dichtungen. Da habe ich mir, wie gesagt, die kleinen bestellt. Hier für diese Ölleitungen und da gibt es noch diese Rücklaufleitungen, die sind noch am Auto verbaut, die muss ich rausholen. Da habe ich dann die größeren Dichtringe. Also wie gesagt, für die eine Leitung werde ich euch das zeitraffermäßig einmal exemplarisch reinschneiden. Für die anderen könnt ihr es euch ja dann denken. Wie gesagt, ich muss halt gucken, dass das Video jetzt auch nicht zu lange wird. Das ist, wie gesagt, Laderbank 1 und hier war interessant oder hier ist interessant, der hat ja keinen Defekt am Abgasrad und die Welle selber hatte auch kein Spiel, das habe ich geprüft. Also wenn ich jetzt hier, das soll man eigentlich nicht machen, aber ich da ganz leicht, also da ist null Spiel vorhanden, ne? Also weder vor, zurück noch rechts, links, einfach gar kein Spiel vorhanden. So, was aber interessant ist, ihr seht das hier, diese Verkorkungen. Also dieser Ruß, das heißt, der ist da wohl ein bisschen undicht gewesen, würde ich jetzt mal vermuten. Entweder an der Anflanschung zum Katalysator, dass da was rausgeblasen hat, oder aber der Lader von der Bank 2 hat da irgendwie was hingeblasen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, der Lader an und für sich ist top in Ordnung, aber hier außen sieht man eben so ein paar Ruß- bzw. Schmauchspuren.
Dann die Lader sind ja, wie gesagt, Öl geschmiert und Wasser gekühlt. Wir haben also hier oben einmal Eingang für Wasserkühlung und wir haben auf der anderen Seite auch, das ist schön dreckig, hier unten dann sozusagen Ablauf vom Öl. Also oben wird einmal Wasser reingegeben zum Kühlen und natürlich auch Öl. Und wie gesagt, hier unten ist dann wieder der Ölablauf. Das sieht man auch da, wo es ölig ist. Hier an der Seite dieser Anschluss hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt einigermaßen, das ist ein Gefummel. Diese Leitungen hier, wie gesagt, sind die Wasseranschlüsse. Da kommt die Wasserleitung hin. Und dieser einzelne Anschluss hier oben, der da oben, da ist nochmal ein Anschluss. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann. Ich versuche es mal im Videoschnitt dann zu highlighten. Der Anschluss ist sozusagen Öleinlass. Wie gesagt, da unten der Anschluss oder der Ausgang ist Ölablass. Und an der Seite wird, wie gesagt, Kühlflüssigkeit reingedrückt. Das Ganze ist direkt mit dem Kühlsystem verbunden, also mit dem Standardkühlsystem. Bedeutet auch, wenn ihr die Kühlleitung löst, was ich ja gemacht habe, hatte ich ja erzählt, kommt eben die ganze Kühlflüssigkeit raus, sprich ihr müsst halt die Kühlflüssigkeit ablassen. Am besten vielleicht sogar vorher, bevor ihr das macht, dann kann das in Ruhe austropfen. Ja, ist leider ein bisschen ungeschickt gelöst. Vielleicht habe ich mich auch blöd angestellt, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen. An dem Schlauch, den ich abziehen musste, kam eben dann alles rausgelaufen. So, und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir einmal ans Auto. So, jetzt sind wir hier am Auto, wie eben erwähnt. Die Motorbrücke ist jetzt noch dran. Allerdings ist da jetzt kein Zug mehr drauf. Das habe ich entspannt. Also, ne, man sieht das, geht ganz leicht. Der Motor sitzt jetzt auch wieder unten sozusagen im oder auf dem eigentlichen Ankerpunkt auf mit seinem Motorlager. Motorlager ist auch wieder fest. Das heißt, wenn ich jetzt zwischendurch, ja, zwischen den Tagen lasse ich den Motor nicht mit der Motorbrücke angehoben, sondern ich setze ihn immer ab. Nur wenn ich eben daran arbeite, hebe ich ihn hoch. Hat einigermaßen gut funktioniert. Problem ist eben, dass ihr hier relativ wenig Höhe habt. Das heißt, hier den Turbo rauszuwuchten ist sehr schwierig. Auch mit dem Anheben des Motorblocks ist es alles andere als eine Freude, die Turbolader da rauszubekommen. Problemecke ist diese hier. Hier hängt es und verklemmt sich gerne. Und die andere Problemecke ist dort hier diese Kante vom Zylinderkopf. Da ist auch, man sieht das hier, das ist einfach sehr, sehr schmal. Das ja, ist ein Rieseneck gewesen, die da rauszubekommen. Ich habe tatsächlich beide Turbolader gelöst. Erst den Bank 1, also den hier vorne. Dann habe ich den da nicht rausbekommen, weil der sich immer an dem Gehäuse von dem Wastegate von der Bank 2 verklemmt hatte. Und dann habe ich hinten noch die Bank 2 abgeschraubt und dann einfach nach unten gelegt. Dann hatte ich hier sozusagen Platz und ihr seht ja, hier ist so eine kleine Delle. Ich weiß nicht, ob man das doch mitdenkt, man kann es sehen, hier ist so eine kleine Delle. Und dadurch, dass der Lader von der Bank 2 dann nachher unten lag, hatte ich hier genug Spielraum, um eben den Lader Bank 1 hier so irgendwie rauszufummeln. Ja, riesiger Scheiß. Naja, so ist es halt. Und jetzt, was noch ansteht heute, was ich jetzt dann gleich mache, werde ich euch leider nicht filmen können, weil, Moment, jetzt probiere ich das mal einzufangen. So, ich denke, hier kann man das jetzt einigermaßen erkennen. Hier sind noch ein paar Stehbolzen drin, aber nicht viele. Da zeige ich euch gleich, wie die Stehbolzen, die neuen, aussehen. Ich habe die neu bestellt. Eigentlich, wie gesagt, sollten ja nur die Schrauben rauskommen oder halt diese Muttern. Bei mir sind aber ja, relativ häufig auch die Stehbolzen mit rausgekommen. Also Bank 1 sind jetzt noch 4 Stehbolzen drin, von insgesamt 10. Bank 1 hat lustigerweise 10 oder beziehungsweise ja, Befestigungspunkte, Bank 2 nur noch 9. Bei der Bank 2 sind, glaube ich, nur noch 2 Stehbolzen drin. Dass ich da, wie gesagt, die 9 Stehbolzen entsprechend reinschraube. Das ist also jetzt die Aufgabe für heute am Donnerstag mit den Stehbolzen. Und ich hätte gesagt, wir schauen uns die Stehbolzen einmal auf der Werkbank an. Und ich sage da noch mal ein paar Worte zu den Stehbolzen und warum ich jetzt, wie gesagt, eben nur die Stehbolzen einschraube, die rausgekommen sind und die anderen drin lasse. Was ich jetzt heute mache, ist hier diese Bolzen. Das sind ja so ganz kleine Stehbolzen. Die schraube ich jetzt heute in den Zylinderkopf ein, denn das ist etwas, das stand so nicht in der Anleitung. In der Anleitung steht, dass man lediglich die Muttern abschrauben muss, habe ich auch gemacht. Aber bei vielen der Muttern, habt ihr ja gesehen, ist der Stehbolzen mit rausgekommen. Und die alten Stehbolzen wollte ich auf keinen Fall verwenden. Die Stehbolzen, die jetzt drin geblieben sind, die lasse ich auch drin. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein und versuche, die rauszuschrauben. Nachher reißt mir da noch einer ab. Habe ich mit der kurzen Zeitspanne jetzt gar keinen Bock drauf. Außerdem ist es da so eng, den würde ich nicht ausgebohrt bekommen. Ich weiß, ist nicht 100% ideal, aber es sind ja nur ganz wenige, die verblieben sind im Zylinderkopf und alle anderen, wie gesagt, tausche ich jetzt gegen die neuen. Habe ich mir bei BMW besorgt, kostet irgendwie ein paar Euro ein Stück. Da mache ich hier hinten einen ganz kleinen Punkt Schraubensicherung mittelfest hin
Und wie gesagt, drehe das Ganze dann in den Zylinderkopf ein. Dann lasse ich das heute über Nacht einwirken, also dass das eben fest wird, und mache dann morgen weiter. Heute ist jetzt Donnerstag, morgen ist Karfreitag. Das heißt, morgen sollten die Stehbolzen dann alle, sag ich mal, ausgehärtet sein von der Schraubensicherung. So, heute ist Freitag, also Karfreitag. Wir waren ja stehen geblieben gestern, dass ich euch gezeigt habe, dass die Turbolader draußen sind. Dann habe ich die entsprechenden Stehbolzen oder halt diese Bolzen, die die Turbolader am Zylinderkopf sichern, entsprechend eingedreht. Und jetzt seht ihr gerade, ich habe mir 4 Stück von diesen kleinen Rollwegen besorgt, denn der M2 hat sich im Laufe der Zeit immer weiter in Richtung Wand da vorne bewegt, und es ist ja so schon immer relativ unangenehm, da drunter zu kommen, weil das nicht so hoch ist. Und deswegen habe ich jetzt heute als erstes den mal auf diese kleinen Bretter gesetzt und den ein bisschen nach hinten geschoben, sodass ich jetzt hier an der Stelle, wo ich immer unters Auto gehe, ne, dass ich jetzt hier wieder schön Platz habe, da kann ich mir jetzt wunderbar auch meinen kleinen Werkstattwagen hinstellen. Das ist schon mal ein riesiger Komfortgewinn. Und jetzt hätte ich gesagt, zeige ich euch einmal von unten, wie das mit den Bolzen aussieht, was ich jetzt heute noch machen möchte. So, das ist jetzt lichttechnisch ein bisschen schwierig, aber das ist eben, ja, hier unten ist alles aus Aluminium, da muss ich mit einer Hand die Taschenlampe halten. Also ihr seht jetzt, die Bolzen habe ich alle eingedreht. Insgesamt, wie gesagt, 19 Stück. Es fängt da oben an, da oben ist einer. Das ist jetzt Bank 2 hier hinten. Und dann geht das eben bis da vorne, bis zur Bank 1. Die sind alle eingedreht. Was ich jetzt heute noch machen möchte, ist nochmal das Motorlager hier lösen. Das hier, das Teil muss nochmal raus. Dafür werde ich den Motor jetzt gleich nochmal anheben. Dann werde ich hier diese Ölablass- oder Rücklaufleitung nochmal abbauen und eben auch spülen, so wie ich das mit den Zulaufleitungen gemacht habe. Dasselbe mache ich dann auch noch vorne für die Bank 1. Na, da sieht man das, da ist auch noch meine Rücklaufleitung, die werde ich auch noch ausbauen und auch spülen. Und wie gesagt, dann lasse ich das Motorlager draußen und dann schaue ich mal, ob ich da die Turbos wieder reingehangen bekomme. Das kann ich, wie gesagt, jetzt nicht mitfilmen, weil es hier einfach zu eng ist und ich das auch mit den Händen, ich komme so mit 2 Händen schon kaum zurecht. Das ist, wie gesagt, die Idee, was ich heute noch machen möchte. Auf jeden Fall diese Rücklaufleitungen ausbauen, Motorlager ausbauen, Rücklaufleitungen reinigen und dann versuchen, die Turbolader reinzusetzen. So, wie eben besprochen, habe ich jetzt den Motor angehoben, habe hier unten das Motorlager raus und die beiden Rücklaufleitungen auch rausgebaut. Zeige ich euch jetzt einmal. Liegt jetzt schon hier unten. Wir haben also hier das Motorlager. Das sitzt später im eingebauten Zustand. Moment, jetzt muss ich das ein bisschen drehen. So, im eingebauten Zustand sitzt das nachher ungefähr so. Das heißt, das wird hier mit diesen Punkten, diesen 4 Punkten, wir haben also, ich weiß nicht, ob ich das in einem Video schon mal gezeigt habe, ich lege es mal so hin, dann kann man es, denke ich, besser sehen. Wir haben diese eine Schraube, die ist relativ schlecht zugänglich, am besten mit einem Winkelstück arbeiten. Die anderen Schrauben, da kommt man sehr gut hin. Wir haben da unten nochmal eine, hier und hier. Die 4, und wie gesagt, daran denken, dass ihr erst die Schrauben hier unten löst und auch rausdreht. Das sind die Schrauben, die das Motorlager mit dem Rahmen verankern. Wenn ihr die gelöst habt, auf beiden Seiten, auch das ist wichtig, hatte ich in dem einen Video ja auch erwähnt, auf beiden Seiten das Motorlager lösen und dann eben auf der Beifahrerseite auch abschrauben. Dafür muss der Motor, wie gesagt, 2,5 cm angehoben werden. Um die Schrauben zu lösen, das sind hier diese, diese Sternschrauben, also der Aufsatz nennt sich dann E und das Ganze war ein E14-Aufsatz. Mit diesem E14-Aufsatz könnt ihr dann diese Schrauben entsprechend lösen. Dann habe ich die beiden Rücklaufleitungen ausgebaut. Wie gesagt, da werde ich jetzt die Dichtung erneuern. Ich hatte ja erwähnt, dass es da eine große und eine kleine Dichtung gibt. Die große Dichtung ist, wie gesagt, hier für die Rücklaufleitungen. Die werde ich jetzt auch nochmal spülen. Das habt ihr ja schon gesehen, wie ich das mache. Mache ich jetzt bei denen auch, spüle ich und dann tausche ich den Dichtring. Das mache ich bei beiden Rücklaufleitungen. Das hier ist die Rücklaufleitung von der Bank 2 und das da drüben ist die Rücklaufleitung von der Bank 1. Und die ist ein bisschen schwieriger zugänglich, aber es geht auch. Also wenn man so ein bisschen vor dem Lenkgestänge, wenn man da durchgreift, kommt man relativ gut an die Schraube ran. Das ist dann eine T30er, ja, also hier diese Schrauben sind das. Wie gesagt, die Ölschrauben, also die Schrauben, die die Ölleitungen sowohl Zulauf als auch Ablauf befestigen, haben immer eine Unterlegscheibe. Und die Wasserleitungen befestigen, haben eben keine Unterlegscheibe, sind aber alles T30er. So, wie gesagt, ich werde jetzt hier das noch ein bisschen reinigen. Das war es dann für das heutige Video. Im nächsten Video hoffentlich findet das dann endlich mal ein Ende. Und ihr könnt dann auch sehen, wie ich die Turbolader wieder verbaue, wie der Motor das erste Mal wieder startet.
Aber ich hätte das jetzt unmöglich, also was heißt unmöglich, ich hätte das Video natürlich schon noch länger machen können, aber man will sich ja auch kein stundenlanges Video angucken. Insofern war es das jetzt für heute oder für diesen Teil. Wie gesagt, Turbolader raus. Ich mache jetzt hier das noch alles sauber. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video dann auch mit dabei seid, wo es dann hoffentlich das Finale gibt, wo alles wieder zusammengehört. Wie gesagt, heute ist ja Karfreitag. Ich habe jetzt noch Samstag, Sonntag und den Montag und Dienstag ist TÜV-Termin. Noch bin ich vorsichtig, zuversichtlich, dass ich das schaffe, wenn nicht irgendwas Verrücktes dazwischen kommt. Außerdem habe ich heute auch gesehen, in dem E-Mail-Eingang sollen morgen nochmal Teile von BMW kommen. Das heißt, mit etwas Glück kriege ich morgen die Dichtungen für die Kühlwasserleitung. Das heißt, ich muss also nicht die alten Dichtungen verwenden, sondern kann die Dichtungen auch dort erneuern. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.